Schon im Vorfeld der Premiere hatte Leaving Neverland für Unruhe unter den Yako-Fans gesorgt. Denn die Dokumentation, die beim Sundance Film Festival jetzt uraufgeführt wurde, lässt zwei Männer zu Wort kommen, die behaupten, Michael Jackson, 50, habe sie als Kinder missbraucht. Und tatsächlich sorgte die Kinovorführung jetzt für einen Eklat. Knapp 10 Jahre nach Michael Jacksons Tod kommen neue hässliche Enthüllungen über den King of Pop und dessen Beziehung zu jungen Besuchern auf seiner Neverland Ranch ans Licht. Die schrecklichen Details haben für Entsetzen bei den Zuschauern Sundance Film Festival gesorgt. In dem neuen Film des Regisseurs John Reed wird behauptet, dass Jackson Jungen mit Schmuck und Wertsachen zu Sex überredete und sogar Trauungen mit ihnen durchspielte. Die Dokumentation Leaving Neverland, die beim Sundance Film Festival am 25. Januar Premiere feierte, basiert auf den Aussagen von zwei Jungen, Jim Safechuck, jetzt 41, und Wade Rabsan, jetzt 37, die behaupten, dass der am 25. Juli 2009 verstorbene Sänger sie als Kinder sexuell missbrauchte. Regisseur Don Reed, 55, Mitte, sorgt mit seiner Dokumentation Leaving Neverland, in der Wade Rabsan, L. und James Safechuck, L. über Missbrauch auf der Neverland Ranch sprechen, für einen Eklat beim Sundance Film Festival in den USA. Die verstörenden Details lassen einem den Atem stocken, unter anderem zeigt die Doku, dass es überall auf der Neverland Ranch versteckte Zimmer mit Betten gegeben habe. Safechuck gibt an, dass Jackson immer neue Orte gesucht habe, um sich an den Jungen zu vergehen. Dazu habe auch ein Privatkino gehört, das nur von innen verschließbar war. Schreckliche Enthüllung: Wenn Jackson vor Erregung zu laut gestöhnt habe, soll er einfach den Ton lauter gestellt haben. In Zelten im Garten, im Pool und im Whirlpool habe sich der Hilse-Würth-Sänger oral an den Jungs vergangen. Außerdem habe der Vater von Paris, Prinz Michael und Blanket Jackson ein Warnsystem installiert, um in seinen Zimmern auf Neverland nicht überrascht zu werden. Überall seien kleine Fallen mit bunten Glöckchen angebracht gewesen. Näherte sich jemand seinem Versteck, alarmierten die Glocken ihn. Die behaupteten Details sind so entsetzlich, dass sich Augenzeugen zufolge viele Besucher die Augen zu halten oder in Tränen ausbrechen. Für eine Besucherin sind die Details so schwer zu verdauen, dass sie den Kinosaal in Utah verlässt. Andere folgen. Sagt Safechuck den aufgebrachten Zuschauern laut Bild. Und weiter: Wir können nicht ändern, was uns passiert ist, aber vielleicht hilft unsere Geschichte anderen Opfern. Es war Zeit, die Wahrheit zu sagen. Proteste vorm Kinosaal in Utah, USA. Da Jackson freigesprochen wurde, wollen viele Anhänger den verstorbenen Musiker nicht erneut am Pranger sehen. Copyright-Warenzeichen Getty Images. Für Menschen aus dem Umfeld des einstigen Weltstars ist es unverständlich, dass ausgerechnet Rabsan und Safechuck gegen Jackson auspacken, denn sie hatten 2005 im Missbrauchsprozess gegen Jackson für den King of Pop ausgesagt. Jackson wurde freigesprochen. Ihre Aussagen hatten sie erst nach dessen Tod zurückgezogen und Schmerzensgeld in Höhe von 1,5 Milliarden Euro gefordert. Beide scheiterten vor Gericht. Auch deswegen zeigte Jacksons Nachlassverwalter sich im Vorfeld der Premiere fassungslos.
Gegenüber dem People-Magazin Echo vierte er sich. Im Zuge der PR zur Doku wurde auch bekannt, dass selbst Tochter Paris mit Zweifeln um die Unschuld ihres Vaters zu kämpfen habe. Nur einer seiner ehemaligen Schützlinge stellte sich klar auf die Seite Jacksons, Macaulay Culkin. Stellt er kürzlich im US-TV klar.